Eine Monstranz für eine katholische Kirche entwickeln zu dürfen, ist ein Ritterschlag für jeden Silberschmied. Denn sie trägt das Allerheiligste, die Hostie. Ein Werkstück, das aus unterschiedlichsten Materialien besteht und deshalb viele verschiedene Fertigungstechniken verlangt. Und ein absolutes Highlight für Silberschmied Hans-Joachim Bleier. Bleier macht sich auf den Weg nach Leutkirch im Allgäu, um seinen Auftraggeber zum ersten Mal zu treffen. Dass überhaupt also noch eine Monstranz angefertigt wird, das ist schon sehr besonders. Zeit meines Lebens werden es 5 oder 6 Stück gewesen sein, die ich machen durfte. Und da ist natürlich jedes einzelne Stück eine Besonderheit gewesen. Hier wird das Einzelstück einmal stehen. Die Kapelle Regina Pazis ist ein schlichter Bau aus den 50ern und die Monstranz soll stilistisch dazu passen. Bleier hat extra vorher ein Modell angefertigt. Mit Pater Hubertus will er jetzt erste Details besprechen. Herr Bleier, seien Sie Grüß Gott, Pater. Danke, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben. Ja, selbstverständlich. War mir natürlich eine Ehre. Ja, das ist schön. Hier die Kapelle. Wesentlich sind natürlich die Fenster, durch die die Sonne unglaublich schön in diesen Raum reinstrahlt. Der Vororttermin ist für mich insofern sehr wichtig, als dass ich die Atmosphäre des Raumes einfach irgendwie verstehen muss. Also ich muss sehen, was da passiert, was da an Licht ist, wie groß der Raum ist, ob er hell, ob er dunkel ist. Und ich muss dann eben halt unter allen Umständen dann eben halt auch im Grunde genommen eine Vorstellung haben, wie das Objekt tatsächlich in diesem Raum wirken könnte. Deswegen auch das Modell, das einfach von der Größe her, von der Farbigkeit, dass man da einfach schon mal sieht, so könnte das aussehen. Aber es ist ja jetzt schon klar, dass es uns erstmal... Und man muss sich natürlich vorstellen, dass man dann, um diesen Kreis, den wir da jetzt einfach haben, da ist ja dann auch noch eine Goldrahmenfassung drum und das Schaugefäß und die Hostie wird dann innerhalb dieses inneren Kreises dann schweben, also stellt dann auch noch mal so eine Erhöhung dar. Ja. Die besondere Herausforderung für Bleier: Pater Hubertus möchte eine große Hostie verwenden können. Das erfordert natürlich eine große Monstranz. Und ich möchte gerne, dass die Monstranz wie ein Kleid ist, was eine schöne Frau noch schöner macht. Und so soll eigentlich die Monstranz eben auch das Allerheiligste schön machen. Schau, das ist das Eigentliche. Ja. Soll schön machen, aber es soll jetzt nicht dominant die Hostie erdrücken, sondern die Hostie soll für sich im Mittelpunkt stehen. Genau, das ist so wie auch ein... Also man muss ja bei solchen Objekten, die jetzt im sakralen Bereich Verwendung finden, es ist was anderes wie eine Teekanne. Also es ist beim Kelch ist es das Blut Christi, bei der Monstranz ist es der Leib Christi, der im Grunde genommen mit dem Objekt in Berührung kommt. Das ist jetzt nichts, was man sich in die Vitrine stellt, sondern das wird in der Liturgie verwendet, ist Teil des Glaubensbekenntnisses. Rottenburg, Bischofsstadt und Hauptsitz der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Hier hat Bleier seine Werkstatt. Bleier beginnt mit der Bodenplatte, auf der die Monstranz stehen soll. Eine große Monstranz braucht einen großen Fuß und ein großer Fuß braucht ein hartes Metall.
Für Messing haben wir uns deswegen entschieden, weil wir mit Messing mehr Möglichkeiten haben, was also die Materialstärke anbelangt und eben auch die Stabilität. Die Monstranz wird relativ schwer werden insgesamt gesehen. Das heißt also auch von der Statik her, was also auf dem Fuß an Gewichte und an Kräfte einwirken wird, das können wir eben halt mit diesem harten Messing besser auffangen im Vergleich, wenn man jetzt Silber nehmen wird, das edlere Material. Aber da haben wir uns dann für die praktische Seite entschieden und nehmen eben Messing. Ein Silberschmied braucht heutzutage digitale Kompetenz, zumindest für manche Sachen. An der computergesteuerten Fräse kann Bleier die Werte für den Umfang der Bodenplatte sowie sämtliche Führungslöcher auf 1/100 Millimeter genau eingeben. Das ist präziser und ergibt eine gleichmäßigere Schnittkante als jede Handarbeit. Also mir gefällt an meinem Beruf, dass es eben eine immerwährende Herausforderung und Abwechslung ist. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt permanent dasselbe mache, sondern jedes Objekt, das gemacht wird, ist ja von dem anderen, vom vorherigen unterschiedlich. Also das ist jedes Mal eine neue Herausforderung, auch jedes Mal auf einem neuen Gebiet, wo man vielleicht jetzt noch gar nicht so sehr viel Erfahrung hat. Und man muss sich dann halt auch erst wieder in so ganz bestimmte Sachen hineinarbeiten. Und das ist eigentlich schon so das Reizvolle. Eine Monstranz in dieser Größe ist ungewöhnlich und auch für Bleier Neuland. Viele bekannte Parameter verschieben sich, weil eben alles XL ist, auch beim Standreif für den Fuß. Also wir löten jetzt den Reif mit der Bodenplatte zusammen. Das ist ein bisschen eine heikle Angelegenheit, da auch hier wieder einfach die Dimension eine Rolle spielt und wo man eben schauen muss, dass das möglichst gleichmäßig erwärmt wird. Wenn wir zu zweit wären, würde man das mit 2 Flammen machen, so dass das halt von beiden Seiten erhitzt wird. So muss ich eben schauen, dass ich das alleine hinkriege. Und da ist natürlich schon ein gewisses Risiko dabei. Also die Bodenplatte kann sich verwerfen aufgrund der ungleichmäßigen Hitzezufuhr. Und das wäre natürlich so der Super-GAU, das wäre natürlich saublöd, auf gut Deutsch gesagt, weil man da dann komplett von vorne anfangen dürfte. Deswegen hoffen wir mal, dass alles gut geht. Und Kinder tut's beten, der Vater tut löten, hat mein Meister immer gesagt. Schauen wir mal. Also jetzt sieht man schon, dass die Bodenplatte, sie wölbt sich ein bisschen nach oben in der Mitte. Das muss jetzt noch nichts Schlimmes bedeuten, wenn es gleichmäßig ist. Müssen wir abbrechen. Haben wir schon ein Problem. Jetzt ist tatsächlich an einer Stelle das Blech ein bisschen nach unten weggesackt. Und das kann ich jetzt aber hoffentlich dadurch lösen, dass man das jetzt doch einfach auf der Platte lötet und dann drückt es das wieder nach oben. Das war knapp, aber es hat gerade noch geklappt. Das ist einfach die Masse, also die Masse an Material, was zu erhitzen gewesen ist, was dann doch zu
Probleme geführt hat, Problemchen. Aber es ist ja immer wieder neue Herausforderungen. Da das gute Stück jetzt ein bisschen mitgenommen aussieht, verschwindet es erstmal eine halbe Stunde lang in der Beize. So lösen sich Oxidations- und Lötmittelrückstände. Mit der Post aus Idar-Oberstein kommt ein weiterer Werkstoff für die Monstranz. Den Stab möchte Bleier aus Bergkristall machen. Ein Edelsteinschleifer hat 2 Steine für ihn ausgesucht und in Form gebracht. Ja, ich hatte mir einen Bergkristall gewünscht, der ein bisschen Einschlüsse hat. Also der so, wenn Sie da mal genau hinblicken, dann sehen Sie das wie kleine Schneekristalle, die drin sind. Und sowas habe ich mir eben gewünscht gehabt, damit auch so die Natur zu sehen ist. Also damit man sieht, dass es eben ein Bergkristall ist und kein Plexiglas oder sonst einfaches, banales Glas in Anführungszeichen. Und das ist schon sehr gut. Jedes einzelne Teil an dieser Monstranz stellt Bleier selbst in Handarbeit her. Auch die Verbindungsstücke wie die Hülsen für den Stab. Auch hier hilft seine Erfahrung. Durchs Erwärmen beim Löten dehnt sich das Metall. Um zu verhindern, dass die Hülse dabei wieder auseinandergeht, hat sie Bleier mit Draht umwickelt. Das ist einfach eine Vorsichtsmaßnahme. Muss nicht passieren, aber es kann halt passieren. Und man lernt dann irgendwann mal damit umzugehen. Das heißt, man bindet lieber 2-mal, bevor man dann irgendwie 3-mal lötet. Abgeschliffen und schön poliert kann die Hülse jetzt an den Fuß der Monstranz ran. Also für mich interessant ist vor allem die Herausforderung, die verschiedenen Materialien mit dieser Größe des Objekts eben unter einen Hut zu bekommen. Da gibt es ganz einfach statische Probleme. Also das muss ja auch alles tragbar sein. Ja. Es muss also die Möglichkeit gegeben sein, dass damit ein Segen ausgesprochen wird. Das heißt also, man muss die Monstranz heben können, ohne dass man jetzt vorher Bodybuilding gemacht hat. Und man muss die Monstranz natürlich auch halten können. Das heißt, sie braucht einen Knauf. Auch hier fängt Bleier mit einem einfachen, flachen Stück Messing an, das am Anfang noch so gar nicht nach Knauf aussieht.
Durch das Hämmern haben sich die Moleküle vom Messing verdichtet. Das Metall wird zu hart, um es weiter umzuformen. Bleier muss es zwischendurch erhitzen, um es wieder weich und biegsam zu machen. Früher war das mal, sag ich mal, Hauptbestandteil des Alltags, also das Treiben, das Umformen von Metall. Heutzutage wird es eigentlich kaum noch ausgeführt, weil es halt sehr arbeitsintensiv ist. Dementsprechend halt auch kostenaufwendig. Also Silberschmiede oder Kupferschmiede, die das noch können, ich weiß nicht, die kann man wahrscheinlich an anderthalb Händen abzählen irgendwie in Deutschland. Um eine perfekte halbrunde Form hinzukriegen, nimmt Bleier eine Kugelanke. Ein uraltes, traditionelles Werkzeug, das sogar schon in der Eisenzeit benutzt wurde. Drei Wochen sind vergangen. Bleiers Haupterwerbsquelle sind eigentlich Restaurierungen. Heute hat er endlich wieder Zeit, um an der Monstranz weiterzuarbeiten. Dieser Kranz wird einmal die blaue Hauptscheibe ergeben, in deren Mitte die Hostie platziert wird. Jetzt werden die 4 Segmente dieser Hauptscheibe vorbereitet. Die werden emailliert. Diese blaue Farbe, die man am Modell gesehen hat, das ist eigentlich Email. Und ich habe hier dünne Edelstahlbleche, die als Untergrund für die Emailschicht dienen. Und diese Schrauben, die kommen jetzt deswegen rein, weil die Edelstahlbleche auf beiden Seiten emailliert werden. Und ich brauche dann, wenn es dann in den Ofen kommt, brauche ich dann die Schrauben als Abstandhalter. Das heißt, also zuerst wird die eine Seite emailliert und dann wird das Ganze umgedreht, praktisch auf die Füßchen wieder gestellt und dann wird die Rückseite emailliert. Und das bereite ich jetzt eben vor. Und dann kommt, bevor das Email drauf kommt, noch ein Kleber drauf. Das ist also ein natürlicher Klebstoff, der dann dazu dient, dieses pulverförmige Email auf der Oberfläche erstmal zu halten. Der
verbindet das so ein bisschen und dass da dann eben, wenn jetzt irgendwie ein Lufthauch kommen würde, nichts weggeblasen wird. Und dann kommt es dann irgendwann mal in den Ofen und wird gebrannt. Der gute Ofen musste erst angeschafft werden, weil es war deutlich schwieriger, als ich gedacht hatte, jemanden zu finden, der mir diese Emailplatten in dieser Größe hätte machen können. Und nachdem ich also quer durch die Republik telefoniert habe und eigentlich nur Absagen mir eingehandelt habe, habe ich dann irgendwann mal beschlossen, also so geht's auch nicht. Müssen wir dann irgendwie selber ans Werk gehen. Ja, und jetzt bin ich zum neuen Ofen gekommen dadurch. Es ist noch ganz warm. Die Hitze strahlt richtig ab, aber ich denke, das ist gut geworden. Wir haben zwar ein paar kleine Fehlstellen, die passieren manchmal, aber das können wir dann beim zweiten Brand ohne Probleme noch mal machen. Aber ansonsten schaut es richtig gut aus. Das ist im Grunde genommen die Tragekonstruktion für die Emailplatten und letztendlich auch die Halterung für das Schaugefäß. Also in das Schaugefäß wird nachher die Lunula eingesetzt, wo dann die Hostie drin befestigt ist. Und diese Halterung, die wurde ausgefräst zum großen Teil und muss jetzt dann eben halt nachbearbeitet werden. Es ist mittlerweile spät geworden. Doch für Bleier ist noch lange nicht Feierabend. Er will heute noch Bergkristalle einfassen, die die Scheibe der Monstranz verzieren werden. Auch hier nimmt er keine vorgefertigten Teile. Sogar die Fassungen stellt er alle einzeln aus Silberblech selbst her. Ruhig und sehr sorgfältig.
Nach 10 Minuten in der Beize ist die Fassung samt Gewinde zum Festschrauben fertig. Und er kann den Bergkristall einsetzen. Es ist jetzt einfach über die Jahre hinweg, ist es eben so geworden, dass ich hauptsächlich alleine arbeite. Und für mich ist es auch angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Stille oder die Ruhe, die dann vorhanden ist, das ist etwas, was mir das Arbeiten leichter macht. Auch so dieser meditative Aspekt, der dann eben halt bei so immer wiederkehrenden Arbeit, wie zum Beispiel diesem Steinefassen, wenn man da 30 Steine fassen muss, dann ist das ja dann doch schon so eine Sache, da hat man dann so einen gewissen Flow nach einer gewissen Zeit und da hilft es dann schon einfach, eine gewisse Ruhe zu haben. Gut. Zwei Monate sind vergangen. Es wird langsam kühler, der Herbst zieht ein. Die Monstranz ist auf einem guten Weg. Heute wird Bleier die Tür zum Schaugefäß machen. Dieser Messingreif ist quasi die Türzage, später an der Monstranz festgelötet. Jetzt braucht die Zage aber erst einmal ein Scharnier. Diese zwei Kerben werden noch sehr nützlich sein. Die Kerben haben verhindert, dass das Lot in die Mitte fließt. So kann Bleier das Mittelteil, das nicht festgelötet ist, entfernen.
Und in die entstandene Lücke kommt das Gegenstück hinein. Jetzt die größte technische Herausforderung für Silberschmied Hans-Joachim Bleier und das wichtigste Element der Monstranz, die Lunula, der Rahmen, in den Pater Hubertus später bei Gottesdiensten die Hostie einsetzen wird. Es gibt jetzt die Bodenplatte für die Lunula. Die Lunula wird ja dann in dieses Schaugefäß eingesetzt und dazu müssen wir jetzt hier einen sogenannten Schuh machen, in dem dann wieder ein anderes Blech eingeführt wird. Das heißt also, ich feile das jetzt hier ein, dann wird es umgebogen und diese Führung, die das Blech dann dadurch bekommt, ist dann eben halt unser Unterteil. Auch wenn es so einfach aussieht, das ist keine simple Fleißarbeit. Ein bisschen Feingefühl und eine Menge Konzentration braucht's auch. Also wenn man da zu viel runterfeilt, dann darf man von vorne anfangen, weil dann hat man es einfach durchgefeilt und dann, ja, blöd. Nee, deswegen ist es eben halt ganz wichtig, dass man da immer wieder mal probiert und schaut. Also auch so diese Biegeprobe macht, ob es sich schon bewegt. Also es soll sich so gerade so bewegen, aber halt noch nicht ganz leicht. Ja. Und das ist dann einfach so ein bisschen auch so Gefühlssache. Wann der Punkt gekommen ist, wo es dann tatsächlich so weit ist, dass man es eben gut biegen kann. Ja, was ist denn da los? Also die Hostie wird dann mit der Lunula in die Monstranz eingesetzt während der liturgischen Handlung
Und da ist es einfach wichtig, dass das geschmeidig geht, sage ich jetzt mal. Also dass man da jetzt keine 1000 Sachen irgendwie vollziehen muss, dass es nicht irgendwie dann schwierig geht, dass es nicht hakelt oder sonst irgendwie was. Das muss einfach würdevoll und geschmeidig, also muss einfach flutschen, auf gut Deutsch gesagt. Okay. So, genug gefeilt für heute. Der untere Teil der Lunula, der Schuh, ist fertig. Zwei Tage später macht er sich wieder an die Lunula. Bleier hat mittlerweile an den Schuh 2 Gewinde rangelötet. Der Rahmen für die Hostie ist auch schon fertig und er hat ihn fest mit dem Fuß verbunden. Der Verschluss ist einfach, aber genial. Ein Magnet, seine eigene Innovation. Mit dem Magneten, das ist so ein bisschen ein Denkprozess gewesen, der sich entwickelt hat, weil normalerweise eben die Hostie eben über so einen Klemmmechanismus gehalten wird und da muss man dann also einen Riegel umlegen und dann nochmal, also man muss halten und dann wieder einen Riegel umlegen. Also das ist so ein bisschen Gefummle und da war ja der Wunsch auch, dass das möglichst reibungslos und ja, ohne Probleme eben vonstatten geht. Die ganze Prozedur des Einsetzen der Hostie. Und diese Lösung mit dem Magneten ist natürlich einfach eine elegante Lösung, weil sie im Grunde genommen nur ein Handgriff, man legt die Hostie auf den Rahmen, klappt das Ganze nach oben, der Magnet hält es. Ein letzter Blick, ob alles passt, ob die Hostie schön mittig sitzt. Und nun ist die Phase der Herstellung vorbei. Jetzt kommt alles zum Vergolder. Vorher poliert Bleier jedes einzelne Teil, damit die Oberfläche schön glatt ist und die Vergoldung gleichmäßig wird. Seitdem Bleier den Auftrag für die Monstranz bekommen hat, ist ein halbes Jahr vergangen. Es ist mittlerweile Ende Februar. Die Metallteile sind heute vom Vergolder zurückgekommen. Knapp 100 Einzelteile. Jedes davon Stück für Stück selbst geschmiedet, gefräst, gehämmert, emailliert, gefeilt. Ein Werkstück aus 100% Handarbeit. Heute wird er es endgültig zusammensetzen.
Alles funktioniert und sieht umwerfend aus. 400 Arbeitsstunden, die sich gelohnt haben. Absolut ein Highlight, also ohne Frage. Sowas macht man einmal im Leben. Ja, zweites Mal wird es dieses Stück nicht geben. Also das ist ja auch die Besonderheit bei den Unikaten, dass man dann halt letztendlich nur einmal genau das Stück macht. Das wird sicherlich also immer in Erinnerung bleiben.